Hallo, hier ist Muho aus Osaka. In meinem gestrigen Video ging es um die negativen Wirkungen, die Meditation auch haben kann. Und ich möchte heute nochmal auf die zweite Frage von gestern zurückkommen. Das Video hatte ja den Titel Meditation bringt mich zur Weißglut. Genau genommen hatte der zweite Fragesteller gesagt, es macht mich cholerisch, es bringt mich auf 310. Und ich habe dann Schwierigkeiten abzubremsen. Und ich habe gesagt, also wenn du für dich alleine meditierst, ist es wahrscheinlich besser, wenn du nicht 2-3 Stunden für dich sitzt am Tag, sondern vielleicht nur 20-30 Minuten. Oder wenn du länger sitzen willst, dir einen Lehrer, eine Gruppe suchst, im Zweifelsfall auch einen Psychotherapeuten zu Rate ziehst. Ich habe aber auch immer wieder dieses Buch hier in die Kamera gehalten, die letzten Wochen über. Das ist mein neues Buch, das im Mai rausgekommen ist. Und ich habe gesagt, ich habe versucht, ein bisschen kundenfreundlicher zu sein, als ich das in meinen älteren Büchern war oder vielleicht auch hier auf YouTube manchmal bin, wo ich dann immer sage, ich weiß es selber nicht. Das ist dein Problem. Gestern sagte ich ja auch, such dir einen Lehrer, tret ein bisschen kürzer. Aber in diesem Buch, da gebe ich zum Beispiel auch konkrete Tipps, wie man mit Wut oder Angst umgeht. Und ich möchte euch die Stelle, die findet man am Ende des 3. Kapitels heute bei der Gelegenheit vorlesen. Für alle, die das Buch vielleicht noch nicht kennen und sich überlegen, vielleicht sollte ich mir das doch noch anlegen. Also hier habt ihr ein Beispiel, wie ich versuche, in diesem Buch kundenfreundlich zu sein. Praktische Übung. Mit Wut und Angst während der Meditation umgehen. Wenn du die Übungen am Ende der ersten beiden Kapitel gemacht hast, wirst du bemerkt haben, wie viele Dinge während einer Viertelstunde hochkommen können. Und das sind nicht nur Pläne für das Wochenende und die vielen E-Mails, die man noch beantworten muss. Vielleicht ärgert man sich noch immer über die unfreundliche Bedienung, die einem vor 2 Wochen den Abend im Restaurant verdorben hat, oder über die verregneten Sommerferien vom letzten Jahr. Und all die Erinnerungen, die man längst vergessen geglaubt hatte. Das kann sich so anfühlen, als hätte man den Deckel von einem Topf genommen, in dem es lange Zeit vor sich hin gegoren hat. Und dann stinkt es erst einmal ordentlich. Der Typ, der dich vor Jahrzehnten auf dem Schulhof gemobbt hat, der Lehrer, der dich vor der Klasse fertig gemacht hat, die Eltern, die nie Zeit für dich hatten. ... Manche dieser Erinnerungen traumatisieren dich vielleicht noch heute. In einem solchen Fall kann es notwendig sein, die Hilfe eines Psychotherapeuten zu suchen. Wenn du dich aber sicher genug fühlst, dann probiere genau das, was du auch mit den Gedanken und Schmerzen getan hast. Lass all diese Erinnerungen einfach nur an dir vorüberziehen. Du musst im Topf nicht herumrühren. Es reicht, wenn du für einige Zeit den Deckel abnimmst. Wie lange der Gestank anhält, kann individuell sehr verschieden sein. Nach meiner Erfahrung kann das nicht nur Wochen oder Monate, sondern viele Jahre dauern. Aber warum willst du dir nicht die Zeit nehmen, um Frieden mit deinen inneren Dämonen zu schließen? Diese Jahre werden dir helfen, deine unter Umständen fehlgerichtete Wut zu verdauen. Das bedeutet nicht, dass du am Ende ein gefügiges Wesen wirst, das alles geduldig über sich ergehen lässt. Aber es kann dir helfen, Vergangenes zu den Akten zu legen und deine Energie stattdessen auf die Dinge zu richten, die vor dir liegen. Auch im Umgang mit der Angst hilft diese Praxis. Wenn es dir gelingt, mit leeren Händen dieser Angst entgegenzublicken und dich sogar von ihr verschlucken zu lassen, wirst vielleicht auch du feststellen, dass es nichts zu verlieren gab, außer deiner Angst vor dem Angsthaben. Im 1. Kapitel sprach ich davon, dass Gedanken keine Steine sind, sondern eher so wie Wolken.
Das bedeutet nicht, dass Gedanken in Wirklichkeit gar nicht existieren. Gedanken existieren. Aber sie existieren nur als Gedanken. Und die Tatsache, dass gewisse Gedanken, Erinnerungen und Emotionen sich immer und immer wieder melden, ist ein Zeichen, dass da etwas ist, was verdaut werden muss. In meinem Fall hat es gereicht, einfach für ein paar Jahre den Deckel vom Topf zu nehmen und diesem Verdauungsprozess beizuwohnen. Genau genommen war das mehr als ein Jahrzehnt, ne? Es würde mich aber nicht wundern, wenn einige jetzt einwenden, die Gedanken sollen nur Wolken sein. Nein, meine Gedanken sind wie Mühlsteine, die mir um den Hals hängen und mich immer weiter runterziehen. Wenn du dich auch so fühlen solltest, musst du dir nicht mit Gewalt einreden, dass das, was dir wie ein Mühlstein vorkommt, in Wirklichkeit nur eine Schäfchenwolke ist. Warum probierst du es nicht mit dem umgekehrten Ansatz? Wenn es dir hilft, dich sicher und ruhig zu fühlen, kannst du bei der folgenden Übung gerne die Augen schließen. Ansonsten halte sie leicht geöffnet. Stelle dir vor, dass du einen schweren Rucksack voller Steine mit dir herumträgst. Jeder Stein steht für eine belastende Erinnerung oder Emotion. All die Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren sind, all die enttäuschten Hoffnungen. Visualisiere, wie du den Rucksack abstellst und einen Stein nach dem anderen herausnimmst und am Wegesrand ablegst. Am einfachsten wird es sein, wenn du dir bei jeder Ausatmung eine konkrete Erinnerung bewusst machst. Am Ende der Ausatmung sagst du innerlich Adieu und widmest dich bei der nächsten Ausatmung einer anderen Erinnerung. Und wenn sich eine schmerzhafte Erinnerung nicht so schnell verabschieden will, sondern immer und immer wieder in den Arm genommen werden muss, dann nimm dir auch dafür Zeit. Vielleicht ist es ja genau das, was dir selbst als Kind gefehlt hat. Wenn es mit dieser Visualisierung während des Sitzens allein nicht klappt, gibt es auch die Möglichkeit, ein Wolkentagebuch zu führen. Schreib nach der Meditation all deine Gefühle und Erfahrungen, die während des stillen Sitzens in dir aufgekommen sind, noch einmal in diesem Tagebuch auf. Wenn es spezifische Situationen im Alltag sind, in denen du Angst oder Wut spürst, dann notiere auch diese. Auf den ersten Blick mag es erscheinen, als ob das Aufschreiben dieser Gefühle dich daran hindern würde, sie loszulassen. Aber oft ist es umgekehrt. Das Annehmen ist ja eine wichtige Vorbedingung für das Loslassen. Dadurch, dass du deine Gefühle notierst, ohne sie zu bewerten, schaffst du eine Distanz, die es dir ermöglicht, mit dem nötigen Elterngeist, dem inneren, verletzten Kind in dir zu begegnen. Diese Distanz erleichtert es dir, die Auslöser dieser Emotionen zu identifizieren und daran zu arbeiten, deine Reaktionsmuster zu verstehen und zu verändern. Auch ein Therapeut kann dir helfen, tief verwurzelte Emotionen zu verarbeiten und gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Und bitte vergiss nicht, du musst keine Angst vor der Angst haben, du musst nicht wütend auf die Wut sein. Beides sind Teile von dir, die gesehen und geheilt werden wollen. Und hier endet der praktische Teil des 3. Kapitels. Also ihr spürt vielleicht, als der Muho dieses Buch hier geschrieben hatte, hat er sich bemüht, ein ganz klein wenig kundenfreundlicher zu sein, als ich es gewöhnlich auf diesem Kanal bin. Also ich weiß nicht, ob das dem Fragesteller oder irgendeinem anderen meiner Zuschauer vielleicht hilft, ein bisschen besser mit Wut oder Angst beim Meditieren umzugehen. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall kürzer treten. Auf alle Fälle ist es ratsam, eine Gruppe zu haben, mit der man gemeinsam sitzen kann. Und wie gesagt, wenn du glaubst, vielleicht professionelle Hilfe zu brauchen, auf alle Fälle. Also ein Zen-Lehrer ist kein Ersatz für einen Therapeuten und dieser
YouTube-Kanal schon gar nicht, ne? Trotzdem nochmal schönen Dank für die Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Habt einen schönen Tag.